Der allseits bekannte Rebel von Duotone hat im neuen Jahr ein klitzeklein wenig an Gewicht gegenüber seinem Vorgänger dazugelegt. Der gestreckte 5-Strut-Kite wird jetzt an der Fronttube mit einer 6-Punkt-Waage mit einem Pulley abgestützt. Die Steuerleinen sind über eine V-Bridle am Tipp angebracht und wir haben eine Knotenleiter, wo wir auch den Bardruck und den Turning Speed je nach Geschmack einstellen können. Und weiterhin gibt es hier an der Anknüpfung dieses Bungee-System, was einen breiteren Teil des Tipps ansteuert, um den Wasserstart zu erleichtern. Und entlüftet wird über das klassische Duotone-Ventil. Das One-Pump-System ist ganz gerade und kurz gehalten, sodass es nicht abknicken kann und schnell be- und entlüftet. Und wer seinen Kite lieber der Länge nach aufrollt, da gibt es weiterhin ein Ablassventil für die Luft am Ende eines Tipps. Als Material für das Gerüst gibt es das Penta TX, ein Dacron mit einer hohen Zugfestigkeit für die Fronttube und die Querstruts. Verschlossen wird die Fronttube mit einer Kedernaht, die von der Innenseite gedoppelt und doppelt vernäht ist. Und als Flugtuch haben wir hier das Trinity TX, das ist ein Mix aus einem Double und einem Triple Ripstop Material. Das Flugtuch ist bis in die Tips hineingezogen und an der Anströmkante gibt es auch kleine Kunststofflatten, die das Profil stärker ausbilden sollen. Zudem kommen jetzt an der Hinterkante längere Latten zum Einsatz, um das Flattern zu vermeiden. Leinenabweiser gibt es nur am Ende der Fronttube. Die 5 Querstruts kommen durchweg ohne Leinenabweiser aus. Die Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Mögliche Aufschlag- und Scheuerstellen sind mit gummiertem Gewebe verstärkt. Der Übergang vom Flugtuch zur Fronttube ist mit 2 schmalen Tuchstreifen gedoppelt. Federführend beim Design des neuen Rebel war in diesem Jahr Ralf Grösel. Bislang hat der Rebel immer Ken Winner als Designer gehabt, da dieser aber jetzt durchgehend sich um die Wings kümmert, ist jetzt Ralf Grösel hier zum Einsatz gekommen und zeigt halt, wie seine Interpretation des bestmöglichen Freeride Big Air Kites aussieht. Geblieben ist hier die wirklich sofort anliegende Strömung mit einem absolut konsequenten Vortrieb. Ein Sinus ist auch bei leichtem Wind beim Rebel nicht erforderlich. Er hat sofort seine Strömung und liefert sofort gleichmäßigen, schönen, sauberen Vortrieb. Im Unterschied zum Vorgängermodell schiebt der Rebel jetzt einen kleinen Tick noch weiter nach außen ans Windfensterrand. Und dafür ist nicht die Unterstützung der Bordkante notwendig, um ihn nach vorne zu drücken, sondern er macht das wirklich von ganz alleine aufgrund von kleinen minutiösen Änderungen, die so viele Punkte betroffen haben, dass wir sie hier gar nicht alle nennen können. Das Einzige, was gleich geblieben ist zum Vorgänger, ist der Fronttube-Bogen und die Outline des Kites. Aufgrund der eben beschriebenen Positionierung sind die Anwindleistungen des neuen Rebels hier durchweg sehr gut. Die Kräfte des Bar-Feelings haben sich gegenüber dem Vorgänger spürbar reduziert. Wir liegen jetzt hier nur noch im leichten bis ganz leicht darüber liegenden Bereich. Das betrifft Halte sowie auch die Steuerkräfte. Nur beim 12 Quadratmeter in absolutem Leichtwind gab es von dem einen oder anderen Tester den Einwand, dass die Fühlbarkeit im Manöver über den Stand des Kites im Windfenster nicht mehr ganz so gut ist wie beim Vorgänger, da dieser insgesamt halt mit einem höheren Bardruck ausgestattet war. Ab dem mittleren bis höheren Windbereich ist beim 12er und auch beim 9er durchgehend hier nichts moniert worden, sondern ganz im Gegenteil. Hier wurde die bessere Reaktivität und das schöner ansprechende Lenkverhalten durchweg als positiv empfunden, da hier ein deutlich höherer Kontrollgewinn zu verzeichnen war.
Aufgrund von sofortig anliegender Strömung und einer insgesamt etwas höheren Fluggeschwindigkeit haben wir bei Grundzug hier keine Verluste, aber die Kappe möchte ganz minimal mehr bewegt werden als die Vorgängerkappe. Und auch in puncto Explosivität hat sich am eigentlichen Wert hier nicht wirklich viel verändert. Nur, dass die Kappe das jetzt aus einem schnelleren Ansprechen der Lenkung generiert und einer höheren Fluggeschwindigkeit als aus einem tieferen Stand des Kites im Windfenster, der einfach mit voller Kraft zieht. Vortrieb und Leistung wird hier insgesamt etwas mehr vom Fahrer oder der Fahrerin kreiert, als dass es aus der Kappe von alleine kommen würde. Dafür ist allerdings halt die Fähigkeit des Abrufens hier deutlich vereinfacht gegenüber dem Vorgänger, da man in allen Situationen insgesamt mehr Kontrolle besitzt. Wie mittendrin auch schon erwähnt, fallen hier Fluggeschwindigkeit und Drehvermögen noch insgesamt etwas schneller aus. Und das gilt sowohl beim leichten Wind, beim Foilen, als auch für die Anwendung mit dem Twin-Tip. In puncto Profilstabilität erlaubt sich hier dieser 5-Strutter natürlich auch keinerlei Schwäche. Auch sein Deep-Power-Vermögen ist insgesamt noch ein Tickelchen effizienter, weil er einfach durch das Wegschieben der Bar einen kleinen Tick weiter raus ans Windfenster wandert und dadurch den Druck noch besser reduzieren kann. Im puncto Relaunch gibt es keinerlei Änderungen gegenüber dem Vorgängermodell. Kommen wir neben den wirklich sehr guten, wie eben beschriebenen Freeride-Leistungen, die sich auf einfache Art und Weise abrufen lassen in dem neuen Modell, zu der zweiten Hauptdisziplin, das ist Big Air. Auch hier geht der Kite insgesamt halt an die Höchstleistung mit insgesamt mehr Komfort und Kontrolle. Sprich, wir brauchen, um hier die maximale Leinspannung zu erzeugen, eindeutig weniger den Einsatz der Bordkante, um hier den optimalen Lift zu kreieren, der weiterhin lang anhaltend ist und klar, das Ganze endet auch wirklich in einer echt absolut spitzenmäßigen Hangtime. Das sind aber eigentlich nicht die Punkte, um die es geht. Der Schirm ist jetzt so lange am Markt und so gut auskonstruiert von der grundsätzlichen Geometrie, dass da klar ist, dass hier auch wieder Höchstleistungen entstehen. Es geht mehr um die Art, wie er diese Leistung dementsprechend freisetzt. Bisher hatte der Schirm, gerade auch wenn es in den oberen Windbereich ging, einen wirklich extrem kraftvollen Charakter. Der war schon fast unanständig, muss man sagen. Und das Ganze hat sich jetzt hier deutlich geglättet. Das heißt halt, ich kann als leichtere Person und auch bei sehr viel Wind einfacher den Absprung finden und kann hier schon mit geringerem Fahrkönnen eine hohe Leistung produzieren. Die Möglichkeit, über Sheet and Go abzuspringen, ist für den Einsteiger in diesem Bereich zu 100% geblieben und erzeugt auch weiterhin sehr gute Leistungen. Bei dem momentanen Hype für Big Air, der existiert einfach weltweit, ist ganz klar, dass hier die Teamfahrer immer ein großes Wörtchen mitzureden haben. Und da könnte man jetzt eigentlich annehmen, dass sie dann sagen, okay, wir brauchen halt noch mehr Dampf, noch mehr PS. Aber so ist es nicht. Wir brauchen für die ganzen komplizierten Kite Loops, die ganzen komplizierten Big Air Manöver, brauchen wir einfach Kontrolle, damit so ein Teamfahrer auch vielleicht 2 Jahre einfach mal in der Szene mitspielen kann, ohne dass er dabei zwischendurch ins Krankenhaus kommt. Weil diese Schirme halt wirklich dann bei so viel Wind bei der jeweiligen Größe benutzt werden, dass hier einfach die Leistung ist die eine Sache, aber das kontrolliert halt umzusetzen ist dann dementsprechend das andere. Und das kann der neue Rebel besser als der alte. Jetzt wird man sagen, ja, aber was ist denn jetzt mit Evo SLS oder Evo D-Lab? Wir haben natürlich halt bei Duotone wirklich auch eine große Konkurrenz im eigenen Hause.
Wir haben jetzt eine höhere, schnellere Drehfreude des Rebels, sodass hier auch Double Loops ohne Probleme für den Pro möglich sind. Und was soll ich denn da jetzt nehmen? Das ist ja definitiv die Frage. Der 5-Strutter macht automatisch halt, so wie er konstruiert ist, insgesamt etwas größere Radien als vergleichsweise ein Evo. Wenn du jetzt ein Top-Profi bist, halt, der einfach seine Punkte darüber erzielt, seinen Kite Loop noch tiefer ins untere Windfenster reinzuziehen, dann ist es der Rebel. Aber das musst du natürlich auch kontrollieren können. Das geht jetzt mit dem neuen Modell und das war mit dem alten insgesamt halt doch deutlich schwerer möglich. Wer sich im normalen sportlichen Bereich bewegt, der wird einfach als Freerider den Rebel weiterhin als das Optimum schätzen, weil er einfach einen tollen Lift kreiert, der im Vergleich zu den Mitbewerbern hier auf allerhöchstem Niveau sich abspielt und auch eine absolut extrem lange Hangtime liefert. Dazugekommen oder dazu kommen werden mit Sicherheit aber jetzt in der neuen Fanbase Personen, die insgesamt etwas leichter sind und die ihr Sprung können bei etwas mehr Wind verlässlich und sicherer durchführen wollen. Bei uns hat im Testteam der ein oder andere angemerkt, dass ihm der grundsätzliche Charakter des alten Modells aufgrund dieser teils brachialen Kraftentfaltung im oberen Windbereich, auch wenn sie schwer zu kontrollieren war, einfach gut gefallen hat. Es ist ganz klar, dass hier in dem Bereich Freeride der neue ganz klar die Nase vorne hat, weil er von der Leistung dem alten überhaupt nichts nachsteht, aber er macht die Sache viel einfacher abrufbar. Das heißt, der Windbereich von bis ist insgesamt halt größer geworden von dem, was überhaupt machbar ist. Das ist jetzt der Punkt für den Einsteiger und den Intermediate und auch leicht Fortgeschrittenen. Für den, der im Profisektor unterwegs ist, für den ist auch ganz klar, wenn ich hier die absolut schwierigsten Tricks vollziehen will im Big Air-Bereich, dann brauche ich halt maximale Kontrolle und deshalb geht auch die Entwicklung momentan ja bei sehr, sehr vielen einfach in diese Richtung, wie auch jetzt hier beim Rebel. Insgesamt bleibt, dass man hier sehr schön, ganz fein den Kite verändert hat in diesen zig verschiedenen Punkten, damit die Höchstleistung erhalten bleibt, aber das Ganze einem noch größeren Publikum zugänglich wird. Ein toller Kite, der weiterhin auch in diesem Jahr für eine große Menge an Begeisterung gesorgt hat in unserem Team.